Wusstet ihr, dass ihr in Österreich sogar auf der Toilette Dialekt lernen könnt? Und zwar mit diesem Klopapier. Ihr glaubt uns nicht? Dann bleibt dran, denn wir zeigen euch heute 3 Dialektphrasen aus Tirol, Oberösterreich und der Steiermark, die wir zum Teil selbst gar nicht kannten. Grüß euch! Wir sind Nati und Verena aus Salzburg. Bei uns dreht sich alles um das Deutsch und das Leben in Österreich. Wir begleiten euch auf eurem Weg vom ersten Kontakt mit dem Dialekt bis hin zum Moment, wo Gespräche verstehen kein Problem mehr ist. Wir haben die 3 Dialektbeispiele von heute auf dem Zewa Toilettenpapier gefunden. Zewa gehört zum schwedischen Essity-Konzern, Europas größter Hersteller von Hygienepapier. Wir zeigen euch zu jeder Dialektphrase 3 Auswahlmöglichkeiten, was sie bedeuten könnte. Und ihr könnt euch dann testen, wie gut ihr Dialekt schon versteht. Starten wir mit dem ersten Beispiel. Nummer 1. Kimmst schmatzen? Das bedeutet erstens, kommst du zum Essen? Zweitens, kommst du zurecht? Drittens, kommst du zum Quatschen? Das erste Beispiel am Zewa Klopapier ist aus dem Bundesland Tirol. Wir kannten die Frage selber gar nicht und haben durch die Übersetzung am Klopapier gelernt, was sie bedeutet. Nämlich, kommst du zurecht? Hinter kimmst steckt also die Kombination kommst du. Im Dialekt passiert es sehr oft, dass wir das Personalpronomen, also in dem Fall du, mit dem Verb verschmelzen. Zum Beispiel würden wir auch statt was machst du heute einfach was machst heut sagen. Wir persönlich sagen zum Verb kommen aber eher kummer statt kimmer. Schaut euch gern unseren Short an, wenn ihr wissen möchtet, wie wir das Verb in unserem Dialekt aus Salzburg konjugieren. Obwohl es nur ein kleiner Unterschied ist, merkt ihr schon, dass die Sprache in jedem Bundesland oder sogar in jeder Region anders klingen kann. Dann sehen wir noch schmatzen, was zurecht meint. Seht ihr den kleinen Kreis über dem A? Das ist eine typische Schreibweise, die signalisiert, dass das A eher wie ein O ausgesprochen wird. Dieses Phänomen nennt man auch Verdumpfung von A und ist in den bayerischen Dialekten sehr typisch. Wie ihr hier seht, gehört nämlich der überwiegende Teil der Dialekte in Österreich zum bayerischen Sprachraum. Zum Beispiel könnten wir dann auch Tag so oder so schreiben. Mit kimmst, schmatzen können wir uns also erkundigen, ob eine Person zurechtkommt, ob alles in Ordnung ist oder ob sie vielleicht Hilfe oder Unterstützung benötigt. An alle Zusehenden aus Tirol, kennt ihr diesen Ausdruck? Wenn ja, schreibt uns gerne in den Kommentaren, aus welcher Region ihr kommt. Wir haben nämlich schon Tiroler in unserer Freundesgruppe gefragt, die den Ausdruck aber nicht kannten. Passt, ich kimmt schmatzen. Deshalb schauen wir weiter. Nummer 2. Ich hab's trawig. Ich hab's trawig bedeutet: erstens, ich habe viel zu tun. Oder zweitens, ich habe heute frei. Oder drittens, ich habe es eilig. Dieses Beispiel kommt aus Oberösterreich. Habt ihr den Satz schon einmal gehört? Wenn ihr dieses Video von uns gesehen habt, dann wisst ihr sicher, was es meint. Travikom meint nämlich es eilig haben. Somit bedeutet ich hab's trawig ganz einfach, ich habe es eilig. In unserem anderen Video haben wir euch übrigens noch 4 andere Beispiele gezeigt, wie wir in Österreich sagen, wenn wir es eilig oder trawig haben. Ihr lernt zum Beispiel, was hudeln oder Ohrzahn meint. Schaut euch das Video also unbedingt nach diesem Video an. Seht ihr, dass wir das Personalpronomen ich auf i verkürzen? Und wie vorhin schon erwähnt, verschmelzen wir gern das Verb und die Personalpronomen. Auch hier sagen wir statt habe es einfach hab's. Wir sehen hier außerdem wieder die A-Verdunkelung, die wir euch im ersten Beispiel erklärt haben. Statt ich habe sagen wir ich hab. Das A wird also wieder zum O. Theoretisch wäre auch diese Schreibweise mit dem kleinen Kreis über dem A möglich. Die 2 unterschiedlichen Schreibweisen zeigen uns wieder sehr gut, dass es für den Dialekt keine einheitliche Regeln gibt. Jede oder jeder kann also sozusagen schreiben, wie er oder sie möchte. Das merken wir auch bei trawig. In unserem anderen Video haben wir es nämlich mit T, also trawig, geschrieben. Wenn wir es aber aussprechen, klingt es eher wie ein D, also trawig. Deshalb können wir es ohne weiteres auch mit D schreiben. Dass das T wie ein D klingt, nennen wir übrigens Konsonantenschwächung. Das passiert zum Beispiel auch bei Papa, das eher wie Papa klingt. Für trawig könntet ihr auch die Version trabig mit B hören. Die Bedeutung ändert sich aber dabei nicht. Wir haben es nicht trawig, aber wir schauen jetzt trotzdem weiter.
Beispiel 3. Nix geschimpft ist gelobt nur. Bedeutet, keine Nachrichten sind gute Nachrichten, keine Kritik ist Lob genug oder keine Reaktion bedeutet Zustimmung. Das nächste Beispiel kommt aus der Steiermark. Nix geschimpft ist gelobt nur. Nix geschimpft ist gelobt nur ist eine sehr typische Redewendung, die auch in Süddeutschland sehr typisch ist. Könnt ihr sie verstehen? Schauen wir alles Schritt für Schritt an. Das erste Wort ist nix. Normalerweise meint nix immer nichts. Also zum Beispiel, ich habe heute nichts gemacht, wird im Dialekt zu ich habe heute nichts gemacht. Ihr werdet aber gleich noch sehen, dass es in dieser Redewendung besser passt, wenn wir es mit nicht übersetzen. Geschimpft könnt ihr wahrscheinlich erkennen. Es ist das Partizip von schimpfen, also geschimpft. Wir sehen, dass wir das E in der Vorsilbe G weglassen. Das ist sehr typisch. Zum Beispiel sagen wir auch gessen statt gegessen oder gewesen statt gewesen. Das Verb sein in der dritten Person Singular, also ist, kennt ihr im Dialekt sicher schon, wenn ihr unsere Videos öfter schaut. Wir verkürzen ist im Dialekt und sagen einfach is. Hinter Glob steckt gelobt. Auch die Version gelobt könntet ihr hören. Das OU in Glob ist aber typisch für die Steiermark. Und das letzte Wort ist gnur. Das heißt genug. Zum Beispiel könnten wir auch sagen, wenn wir satt sind, ich hab gnur, danke. Also ich habe genug, danke. Die ganze Redewendung meint also, nicht geschimpft ist Lob oder gelobt genug. Das spiegelt eine zum Teil noch sehr verbreitete Haltung wider, dass zu viel Lob gar nicht notwendig ist. Wenn nichts beanstandet wird, wenn keine Beschwerden kommen, dann ist das schon genug positives Feedback, also genug Lob. Da muss man nicht extra noch viel Tamtam machen. Was Tamtam ist, lernt ihr übrigens in diesem Video. Keine Kritik zu bekommen ist also schon das höchste Lob, das wir erhalten können. Wir persönlich stimmen nicht ganz zu und freuen uns, wenn wir explizit Lob bekommen. Wie ist das in euren Heimatländern? Gibt es eine ähnliche Redewendung? Und ist es auch üblich, nicht viel zu loben? Lasst uns das gerne unten in den Kommentaren wissen. In einem anderen Video lernt ihr, was das salzburgerische "das zahlt mich nicht" oder das niederösterreichische "bist mir no Feind" heißt. Also aktiviert gerne jetzt die Glocke, damit ihr das Video nicht verpasst. Wir sagen wie immer, danke, dass ihr mit uns heute Dialekt gelernt habt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächsten Samstag zu einem neuen Video wieder einschaltet. Bis dahin, wie immer nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich doppelt so viel Spaß. Verena, zieh mal an. Ja, du weiter. Du mit dir ein bisschen. Ich hab's traurig.